Willkommen zu einem neuen Mozartkugel-Video. In dem heutigen Video möchte ich euch eine neue Sorte von Aldi Nord vorstellen. Und zwar die hier, wie ihr natürlich sehen könnt. Wobei ganz so neu ist sie vielleicht auch wieder nicht. Es gab die bereits letztes Jahr unter der Eigenmarke Chateau. Die hat sich dieses Jahr auf Chocoeur geändert. Aber der Hersteller ist gleich geblieben. Auf der Rückseite ist nach wie vor zu lesen: hergestellt in Deutschland für Chocoria GmbH in Salzburg. Und das ist der österreichische Vertrieb von Reber. In dem Video möchte ich euch jede einzelne Kugel im Detail zeigen, also das Innenleben, den Querschnitt. Aber es gibt auch zu jeder einzelnen Kugel einen, sagen wir mal, kurzen Geschmackstest, damit ihr euch da auch ein bisschen einen besseren Eindruck machen könnt, wie die Kugel eigentlich so schmeckt. Wenn ihr jetzt aber sagt, fruchtige Kugel ist nicht ganz so meins, gibt es unten in der Videobeschreibung auch Kapitelmarken und ihr könnt dann zu der jeweiligen Kugel, die euch am meisten interessiert, direkt hinspringen. Legen wir also mal los mit der ersten, und zwar der Classic-Variante. Jetzt aber natürlich zum Querschnitt. Das heißt, hier sieht man im Aufbau, innen gibt es einen Nougatkern, dann grünes Marzipan, weißes Marzipan, hier eine Schicht Milchschokolade oder sagen wir mal hellere Schokolade und dann nochmal eine Schicht dunkle Schokolade. Nun möchte ich noch schauen, oder besser gesagt schmecken, wie eben diese Kugel genau schmeckt. Rein was die Inhaltsstoffe anbelangt, haben wir einen relativ hohen Marzipananteil. Ich blende euch das auch noch mal kurz hier nebenbei ein, aus was diese Kugel eigentlich genau besteht. Und was auch auf der Verpackungsrückseite vermerkt ist, und vielleicht für einige von euch interessant, diese Kugel enthält auch Alkohol. Jetzt werde ich die mal probieren und dann schauen wir mal, wie die schmeckt. Okay, also bei dieser Kugel, wenn ich euch jetzt die Skala hier einblende, würde ich eher von einem, sage ich mal, marzipanigeren Geschmack sprechen. Das heißt, das Nougat kommt am Anfang zu tragen, aber es dominiert dann insgesamt doch eher ein bisschen mehr das Marzipan. Das heißt, es ist jetzt nicht ganz so ausgewogen, aber auch nicht total auf der marzipanigen Seite. Das heißt, wenn jetzt so mittig komplett neutral wäre, dann sind wir eher so ein bisschen im drüberen Drittel, was Marzipangeschmack anbelangt. Der Alkoholgeschmack ist jetzt zumindest hier nicht ganz so dominant, aber er ist, glaube ich, ein bisschen schon vorhanden, würde ich sagen. Aber insgesamt, ja, eine sehr, sagen wir mal, neutrale Kugel, vor allem jetzt dann im Vergleich zu den anderen, die ich mir dann noch anschauen werde. Und als nächstes möchte ich mir nun die Zitronenvariante anschauen.
Das heißt, man sieht auch hier, innen gibt es einen Nougatkern, dann sehr viel gelbes Marzipan und ganz außen noch eine Schicht weiße Schokolade, mit der diese Kugel umhüllt ist. Nun möchte ich die erste fruchtige Mozartkugel auch noch probieren. Auch hier blende ich euch auch nebenbei die Inhaltsstoffe ein, damit ihr halt so ungefähr wisst, wie diese Kugel auch zumindest laut Verpackungsrückseite aufgebaut ist. Auch hier sieht man dann, dass sie eigentlich vor allem zu über 50% aus Marzipan mit Zitronengeschmack besteht. Und auch hier wiederum vielleicht wichtig, es ist auf der Rückseite auch angemerkt, dass diese Kugel Alkohol enthält. Jetzt probiere ich die aber mal. Ja, also wie zu erwarten war, der Zitronengeschmack ist hier ganz stark dominant. Er verbindet sich aber relativ gut, würde ich sagen, mit dem Marzipan. Das heißt, wenn ich auch hier die Skala einblende, die Kugel befindet sich auch, wie schon die Klassik, stärker auf der Marzipan-Seite als wie auf der Nougat-Seite. Das Nougat kommt vor allem am Anfang kurz zu tragen, aber dann schmilzt es dahin, würde ich jetzt mal sagen, zumindest für mich. Und das bleibt dann ein starker, fruchtiger Zitronen-Marzipan-Geschmack. Aber nachdem diese Sorte ja jetzt vor allem im Sommer verfügbar ist, passt das, glaube ich, auch sehr gut. Also eine schöne sommerlich-fruchtige Geschmacksrichtung. Und zu guter Letzt schaue ich mir jetzt noch die Erdbeervariante an. Und so sieht diese Verpackung dann, wenn man sie glatt gestrichen hat, im Detail aus. Auch hier gibt es wie immer einen Nougatkern, dann das rote Marzipan rundherum und hier schließlich nochmal eine weiße äußere Schicht, in der diese Mozartkugel getunkt ist. Als letztes probiere ich jetzt noch die Erdbeergeschmacksrichtung. Auch hier blende ich euch nochmal die Verpackungsrückseite ein, damit ihr auch die Inhaltsstoffe ein bisschen besser sehen könnt. Hier ist wiederum, ich denke, vor allem relevant, dass diese Kugel auch Alkohol enthält. Ansonsten mit über 50% Marzipan in Erdbeergeschmack würde ich mir auch hier, sagen wir mal, eine sehr fruchtige Erfahrung vorstellen, die ich mir jetzt auch mal selbst zu Gemüte führen werde. Ja, also auch hier wiederum, wie schon bei der Zitronenvariante, also es ist eine sehr, sehr fruchtige Kugel. Sie schmeckt sehr viel nach Erdbeer. Auf unserer Skala hier jetzt, auch hier würde ich sagen, eher im marzipanigen Bereich. Das heißt, das Nougat kommt ein bisschen zu tragen, was ich vielleicht vergessen habe bei der Zitronenkugel, aber kann ich hier natürlich auch dazu erwähnen, für beide fruchtige Kugeln gilt, er steht zwar, sie enthalten Alkohol, aber ich kann den jetzt nicht so gut rausschmecken.
Also wenn der vorhanden ist, dann fällt er zumindest mir nicht so dominant auf. Ansonsten, ja, auch das eine sehr tolle, sagen wir mal, fruchtige Sommersorte. Wenn ihr Erdbeeren mögt und Marzipan natürlich, dann ist das sicher eine Kugel, die euch sehr viel Spaß bereiten wird. Und damit ist dieses Video auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, ihr konntet euch ein Bild davon machen, wie jetzt diese Kugeln denn genau schmecken, nicht nur wie sie aussehen. Wenn ihr da seht, es gibt ja einige zur Auswahl. Habt ihr schon eine davon selber probiert? Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie sie euch geschmeckt haben oder welche denn jetzt euer Favorit ist. Aber es gibt ja nicht nur Mozartkugeln von Aldi, sondern tatsächlich schon über 70 verschiedene, die ich bisher gefunden habe. Schaut euch gerne die Links unten in der Videobeschreibung an, wenn ihr euch dazu noch ein bisschen mehr einlesen möchtet. Am Ende von diesem Video blende ich euch aber auch meine Playlist mit vielen anderen Videos ein, die ich schon rund um die Mozartkugel gemacht habe. Abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet auch zukünftige Mozartkugeln-Videos nicht mehr verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.